Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Legendary Dungeon hat nun offiziell auf allen Servern geöffnet. Und natürlich habe ich wie bei jedem legendären Dungeon auch für euch wieder einen Pilzcode parat, den ihr sehr gerne einlösen könnt. Dieser lautet diesmal Dorza-LD Hand. Ja, der gibt euch 25 Pilze und 125 Lucky Coins. Ist einlösbar ab Stufe 50, also das ist die Mindestvoraussetzung und ja, den könnt ihr sehr, sehr gerne einlösen, wenn ihr wollt. Geht hier einfach auf das Kreuz oben, scrollt runter, auf Coupon einlösen und gebt das Ganze dann hier ein und dann habt ihr euren Code dann auch schon ja, eingelöst. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei. Wir sind gestern auch schon reingegangen, da kommen wir auch gleich zu, was wir schon im Stream alles erreicht haben. Der Stream war gestern übrigens ja, bombastisch, vielen lieben Dank auch für den Support nochmal an der Stelle und am Sonntag streamen wir ja dann das nächste Mal. Ne? Ansonsten gibt es jetzt ein paar neue Pakete, wieder ich sag mal, die FOMO-Pakete sind zurückgekehrt, die jetzt nicht mehr FOMO-Pakete sind, also die FOMO-Pakete waren beim letzten Mal halt eben die eine ja, begrenzte Stückanzahl enthalten haben und halt eben dadurch FOMO, also Fear of Missing Out, also die Angst, irgendwas zu verpassen, bei den Menschen ausgelöst hat. Das wurde jetzt diesmal weggenommen. Ja, und jetzt gibt es diese Pakete eben ohne diesen FOMO-Effekt vom 28.03. bis zum 6.04. exklusiv im Webshop, also die sind nicht auf Steam, iOS, Android oder im Browser oder irgendwo erhältlich, sondern exklusiv im Webshop, wenn ihr diese haben wollt. Ja, das ist auf jeden Fall das Neueste, was es jetzt gerade dazu gibt. Und es gibt auch noch etwas weiteres zu berichten, beziehungsweise wo wir in Zukunft darauf achten müssten. Diese Pakete hier, das sind ja wie gesagt, diese FOMO-Pakete. Normalerweise, als ich hier meinen ersten Blick drauf gerichtet hatte, war ich sehr, sehr begeistert gewesen, weil man ja jetzt anscheinend wohl zwischen diesen Paketen aussuchen kann, welches man jetzt haben möchte. So, normalerweise ist es ja bei den Standardpaketen so, dass man alle nacheinander freischalten bzw. frei kaufen muss, um halt eben zum Beispiel an das letzte zu kommen, wenn man das dann halt eben exklusiv nur haben möchte. Man kann sich das nicht einzeln kaufen. Das ist bei den normalen Paketen so. Jetzt habe ich beim ersten Blick, als ich das gesehen hatte, hier gedacht so, wow, okay, krass, die haben es ja geschafft, jetzt hier doch alle Pakete so individuell kaufen zu können. Rückwirkend betrachtet, beim letzten Mal, als diese FOMO-Pakete da waren, war das aber dort auch so gewesen. Das heißt zum Beispiel, das erste Paket wurde vielleicht nicht so gut gekauft, dafür wurde das dritte Paket komplett leer gekauft, ja, und dort konnte man sich das auch schon so individuell aussuchen. Also das ist nichts Neues, zumindest bei diesen Paketen so, dass man sich aussuchen kann, welches man haben möchte, ja. Da war alles auf 1000 Stückzahl begrenzt und dann war zum Beispiel, keine Ahnung, das zweite Paket ausgekauft, das erste war noch ein bisschen da, das letzte wurde fast gar nicht angefasst oder so. Ne? Das war bei den Paketen normal. So, jetzt bin ich aber gespannt, jetzt wurde ja die Stückanzahl rausgenommen, ob es jetzt bei den zukünftigen Standardpaketen, also abseits von diesen Special Deals hier, sag ich mal, ich nenne sie einfach mal FOMO-Pakete immer noch, ja, ob das dann auch so sein wird. Das heißt, wenn wir jetzt normale Sales haben werden mit normalen Angeboten, mit normalen Pilzpaketen und nicht diese lilanen hier, ob es dann auch so sein wird, dass man die Pakete individuell kaufen kann oder ob das dann immer noch so ist, dass man sich das nacheinander freikaufen muss, weil das ist wirklich ein Wunsch, den wir schon sehr lange geäußert haben, dass man das individuell kaufen kann und man sich nicht alles nacheinander freikaufen muss, um nur das letzte Paket, was man vielleicht ausschließlich haben wollte, halt eben zu kaufen. Und es hindert dann einen, das zu nehmen, weil man sich die anderen Pakete zwangskaufen muss. So, das war ein großer Punkt auf jeden Fall. Da wurde auf jeden Fall immer dann so zugesagt, es ist technisch nicht umsetzbar, ja, aber man sieht ja, dass es technisch umsetzbar ist, ja, deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt bei diesen neuen, beziehungsweise bei den regulären Pilzpaketen dann auch so sein wird, ja. Das müssen wir abwarten und halt beobachten und es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn es so wäre, weil das würden sich wirklich viele, viele wünschen. Ne? Deswegen hoffen wir mal, dass das so ist. Ja, ansonsten werden wir dazu diesbezüglich
morgen auch noch ein kleines Giveaway hier auf YouTube machen. Deswegen, falls ihr da nichts verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo da. Wir haben ja noch genug Zeit, denn wie gesagt, die Pakete sind bis zum 6.4. exklusiv im Webshop erhältlich. Und ja, wenn man halt eben vorhat aufzuladen jetzt zum legendären Dungeon, dann ist das auf jeden Fall eine bessere Alternative, als wenn man sich jetzt die Pilze so kauft. Ich meine, hier sind jetzt auch 20% drauf, aber generell sollte man ja eh schon darauf achten, dass man im Webshop dann seine Pilze kauft und nicht wie genannt bei Steam, iOS und Android, weil die Pilze dort halt eben 20% teurer sind. Ne? Ja, wie immer gilt es natürlich, wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst sehr gerne hier beim Creator Code einfach den Namen dort da drinnen. Dann werde ich da mehr kostenfrei noch mit supportet. Das kostet euch keinen Cent mehr und dann könnt ihr das hier einfach mit eurer Zahlungsmöglichkeit eurer Wahl dann halt eben hier aussuchen und genau, dann kriege ich dann noch einen kleinen Teil davon ab. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das dann auch machen sollte und ja, davon werden zum Beispiel wie morgen dann diese Giveaways finanziert oder halt eben andere Sachen, die wir halt gemeinnützig noch im Hintergrund so alles erledigen. Ne? Genau, ansonsten sehen wir hier jetzt so die neuen Items, die wir uns gestern geholt haben. Ja, ich habe fast alles bekommen, was ich wollte. Leider fehlt mir ein Item. Ich habe 16 Runs gemacht, habe in den ersten 2 Ultimate Runs, waren das glaube ich gewesen, 2 Waffen gefunden. Ne, ich glaube beim ersten Ultimate Run habe ich als drittes Item eine Waffe gefunden und dann später nochmal eine zweite Waffe. Also da kann ich mich nicht beschweren hier. Das sind meine 2 Magierwaffen, die ich bekommen habe. Und ja, dafür fehlt mir aber der Gürtel. Jetzt bin ich hier beim 16. Run mittlerweile schon und mir fehlt halt eben noch, wie gesagt, der Gürtel. Und ja, ansonsten haben wir hier alle Items soweit zusammen. Ja, aber den werde ich mir die Tage dann natürlich auch noch holen müssen. Ich will natürlich hier das Item nicht missen. Gerade auf dem Main möchte ich natürlich alles so komplettiert haben. Und ja, deswegen werden wir das definitiv so oder so früher oder später noch bewerkstelligen. Ne? Und ja, hier haben wir halt die ganzen neuen Items. Ich hatte auch hier alles schon so verzaubert, beziehungsweise umgewandelt, dass wir hier auch die ganzen anderen Sachen haben. Das Kriegerschild, Kriegerwaffe, Bogen und halt eben hier die Waffen. Ich kann euch sehr gerne mal den Sound bzw. die Animation von den Waffen hier mal kurz vorführen. Ja, dazu rüsten wir mal einfach alles aus, was wir jetzt hier gerade so an Waffen hier am Start haben. Dann nehmen wir mal hier einfach den Bogen noch hier, so, zack. Ist gerade ein bisschen delayed, das Spiel, habe ich das Gefühl. So, da haben wir jetzt einmal alle Begleiterwaffen und ja, inklusive auch unsere eigene Waffe. Ich mache mal kurz nochmal die Lautstärke ein bisschen hoch, damit ihr auch den Sound dann hört von den Waffen. Ja, so, dann gehen wir hier einmal in den Dungeon rein und dann können wir uns das hier einmal auch zu Gemüte führen. Ja, ich hoffe mal, man hört es so einigermaßen. Auf jeden Fall sieht man halt eben die Animation, den Sound von der Kriegerwaffe. Und Marquardt hat jetzt nichts Neues. Dann haben wir hier einmal die Kundschafterwaffe. Ja, der hatte hier irgendwie gerade zweimal geschossen, oder habe ich mich getäuscht gerade? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der Server gerade ein bisschen laggy ist hier. Ja, hier Kundschafterwaffe, ne, für alle Kundis unter euch, die das interessiert. Und dann haben wir einmal hier noch die Magierwaffe am Start. Ja. Mit der Animation sieht sie, denke ich mal, also ist sie auf jeden Fall ganz cool. Ne? So, das auf jeden Fall erstmal soweit dazu, dass ihr auch das schon mal gesehen habt, wie das Ganze hier aussieht mit den neuen Waffen. Also generell muss ich dazu sagen, ich ja, bin jetzt kein großartiger Fan von den neuen Waffen. Sie sind auf jeden Fall nice designt, muss ich sagen. Und es war jetzt bisher bei mir immer so gewesen, zumindest jetzt bezüglich auf die Magierwaffen ganz speziell, war es so, dass der erste Legendary Dungeon gefühlt eine geile Waffe hatte, dann hatte der Legendary danach noch eine geilere Magierwaffe und dann gab es nochmal eine Steigerung und nochmal eine Steigerung und dann fand ich die Waffe nochmal besser und irgendwann muss es ja auch mal so sein, dass einem eine Waffe dann halt eben, also es kann halt nicht immer nur so bergauf gehen, dass eine Waffe nicht ganz so gut gefällt wie die da vorherigen, so, ne? Und so ist das jetzt auch, die Waffen sind nicht schlecht, ich hatte denen gestern auch eine 7 von 10 gegeben, so.
also dem Set insgesamt, ne, was ich so den Items so an Optik so geben würde, ne, weil sie auch nicht wirklich, also sie sind nicht schlecht, aber es ist halt Geschmackssache so, ne, und deswegen, ja, fand ich persönlich manche Gegenstände cooler von anderen Sets. Mein Highlight ist auf jeden Fall hier das Überraschungsei. Das ist so das coolste Item auf jeden Fall von den neuen Sachen, die es jetzt hier so gibt im LD. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so mein erster Eindruck, beziehungsweise ja, mein erstes Resümee. Der Legendary Dungeon scheint ganz okay gebalanced zu sein. Wir haben relativ zum Anfang die Waffen bekommen. Das kann unterschiedlich sein, man kann sie auch später bekommen. Es scheint wirklich so zufällig zu sein, was mir aber erstmal so ganz gut gefällt. Und ja, so macht das erstmal alles einen recht soliden Eindruck, würde ich mal meinen. Mal gucken, was die Tage noch so mit sich bringt. Und das nächste Mal gehen wir ja dann groß jetzt am Sonntag rein in den LD. Zwischen 17 und 18 Uhr startet es auf Twitch. Da werden wir auch nochmal ein paar Pilzcodes verlosen. Gestern haben wir auch sehr viele Pilzcodes rausgehauen. Gab sehr viele glückliche Gewinner. Und deswegen, wenn ihr das auch nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Follow auf Twitch da. Ne? Ansonsten war es das soweit erstmal soweit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg im Legendary Dungeon. Morgen gibt es dann das Giveaway hier auf YouTube. Und ansonsten weitere kleine Giveaways dann am Sonntag auf Twitch. Bis dahin alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.